Hallo liebe Aquarellfreunde! Bevor wir heute anfangen, möchte ich erst einmal ganz herzlich Danke sagen an alle Unterstützer der Aquarellwerkstatt. Seit März gibt es ja die Möglichkeit, sich mit einem kleinen monatlichen Betrag an den Kosten für diesen YouTube-Kanal zu beteiligen. Die Hälfte unserer anvisierten Summe haben wir schon zusammenbekommen. Das freut mein Team und mich natürlich ganz besonders und motiviert uns, auch weiterhin anspruchsvolle Aquarellfilme für euch hier hochzuladen. Für alle, die noch weiter mithelfen wollen, unsere monatlichen Kosten zu stemmen, gibt es den Link, wie immer, unter der Videobeschreibung. Heute gibt es die zweite Vorübung zum Thema Aquarell ganz anders. Ich habe diese Technik von dunkel nach hell zu malen 2018 bei dem französischen Aquarellkünstler Marc Fouly kennengelernt. Und heute geht es um ein weiteres kleineres Motiv, um eventuell komplexere Themen, die ich mit euch hier auch malen möchte in Zukunft auf YouTube, vorzubereiten. Wenn ihr mit der Technik ein wenig mehr vertraut seid, möchte ich gerne in Zukunft auch komplexere Motive mit euch hier malen. Zum Beispiel haben wir hier einmal diese zwei Kupfertöpfe. Ich zeige jetzt hier einfach noch mal ein paar Bilder mit dieser Technik, um euch ein wenig Appetit zu machen. An das Fenster erinnert ihr euch, wir haben ja dieses Fenster im Licht, das kleine Motiv gehabt vor einigen Wochen, und hier wäre ein ähnliches, aber weitaus komplexeres Bild. Unser heutiges Motiv ist solch eine Tonschale. Licht und Schatten sehe ich besonders gut auf diesem Referenzfoto. Der Lichtrand oben auf der Schale ist an der Seite durch die Perspektive ein wenig breiter als vorn und hinten ist er kaum zu sehen. Ein drittes Foto klärt noch die Schattensituation in den Töpfen. Der Schatten in der Öffnung des Topfes ist hier auf der linken Seite und vorne auf der rechten Seite ist es dunkler. Das ergibt ein schönes Spiel von hellen und dunklen Formen, die ich auf meine Skizze übertrage. Auf diesem Foto sehen wir auch sehr schön, wie die Lichtkante oben am Topfrand einfach entsteht, weil es dahinter einen dunklen Hintergrund gibt. Hier liegt die Skizze mit den leicht schraffierten, schattigen Bereichen für euch zum Abzeichnen bereit. Mit den Farben könnt ihr euch heute richtig austoben. Ich habe diesen Topf ja schon öfter in Workshops gemalt und jedes Mal wird er ein wenig anders. Wie schon bei dem Fensterbild arbeiten wir mit den drei Farben Indisch Gelb, Opera Rose oder Magenta oder Alizarin und Französisch Ultramarin. Der kühle Rotton ist austauschbar. Es geht auch ein Krablack oder irgendein anderes blau-stichiges Rot. Alle drei Farben ergeben zusammengemischt einen dunklen Violettton. Hier für meinen Schatten soll der Farbauftrag gerade noch flüssig, aber schon leicht cremig sein, also viel Pigment führen. Durch das Wasser verbinden sich die Pigmente stellenweise erst auf dem Papier. So wird die dunkle Fläche farblich variabel und interessant. Den Schatten schließe ich direkt an die Schüssel an, später werden wir die beiden Formen wieder voneinander trennen. Hier sehen wir, wie schön das französische Ultramarin als granulierende Farbe die Struktur in der Fläche schafft. Den Hintergrund möchte ich jetzt auch mit einer Dunkelheit schon vorbereiten. Wieder mit einer Mischung aus allen drei Farben, aber mit einer leichten Dominanz von Ultramarin arbeite ich nun um den hellen Rand des Topfes herum. Indem ich mein Malbrett hier drehe, sorge ich dafür, dass die Farbe immer nach unten fließen kann und die Schwerkraft mithilft, dass sich die Pigmente schön von alleine miteinander verbinden.
Nach dem Trocknen geht es weiter. Jetzt beginne ich mit indisch Gelb und viel Wasser am hellen linken Topfrand. Je mehr ich in die Mitte des Topfes komme, desto mehr Rot wird zugemischt und die Konsistenz der Farbe verstärkt sich. Hier über den dunklen Schatten wird wieder recht cremig gearbeitet. Der dunkle Farbauftrag von vorhin ist unter dem Orange und Rot gerade noch zu erahnen und gibt dem Schatten schön Tiefe. In die noch feuchte Mischung spritze ich einige kleine Akzente mit Cobalt Türkis Light, um ein bisschen Patina anzudeuten. Im Topf fange ich dann wieder mit der hellen Seite an und lasiere nach links über den dunklen Farbauftrag drüber. Guck doch mal, wie schön hier gerade die Farbe im Topf fließt. Wichtig ist immer, nicht zu viel in der Palette auszumischen, sondern die Farben sich selbst auf dem Papier mischen zu lassen. Dunkel und mit cremiger Konsistenz setze ich hier noch einen Schatten nass in nass unter den Topf. Jetzt muss er noch einmal trocknen. Bitte nicht föhnen, sonst können sich die Pigmente nicht in Ruhe absetzen. Nun gestalte ich den Hintergrund. An der rechten Seite möchte ich es nicht zu dunkel haben, also kommt viel Wasser in die Farbmischung. Ihr seht den riesigen Tropfen hier am unteren Rand. Wasser ist wichtig im Aquarell. Nur so bekomme ich eine gleichmäßige Fläche ohne einzeln sichtbare Pinselstriche hin. Nach und nach dicke ich die Farbmischung wieder an und gebe auch mehr Gelb und Rot dazu. Ich arbeite immer mit schrägen Schraffierbewegungen, damit sich alles gut vermischt. Den letzten Tropfen wie immer absaugen und den Rand ein wenig abwischen. Nachdem der Hintergrund jetzt auch trocken ist, radiere ich erst einmal die noch übrigen Bleistiftstriche aus. Jetzt beginnt die Feinarbeit. Bei komplexeren Motiven kann man jetzt sehr lange das Bild noch zeichnerisch bearbeiten, indem man Farbe mit klarem Wasser und einem Tuch wieder heraushebt. Das funktioniert bei diesem Aquarellpapier, einem oberflächenverleimten Zellulosepapier, sehr gut. Auch ein paar kleine helle Punkte hier geben noch ein wenig Struktur im Topf.
und einige Spritzer farbliche Akzente. Indem man die Farbe hier wieder abhebt, kann man auch wunderbar Formen korrigieren und Licht wieder ins Bild zurückholen. Die Tischplatte ist mir noch ein wenig zu weiß. Mit meinem nicht mehr ganz so sauberen, klaren Wasser gehe ich also über die Schatten und den Hintergrund. Ich führe so einige Pigmente, die das Weiß gerade nur ein wenig brechen, über die Fläche. So, jetzt kann der Topf richtig leuchten. Ein paar gelbe Spritzer sorgen noch für mehr Harmonie im Bild. Die Kante hier noch ein wenig anlösen und den scharfen Schatten im Vordergrund auch. Man könnte den Hintergrund jetzt natürlich noch ein wenig gestalten, aber ich denke, für meine kleine Übung ist es genug. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr mit der Technik zurechtkommt. Dann wird es bald auch ein größeres Motiv in dieser Art geben. Wenn dir der Film gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und wenn du nichts verpassen willst, kannst du meinen Kanal auch gerne abonnieren. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren, bis zum nächsten Mal. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.